Hallo, mein Name ist Stefan Osterkamp und ich freue mich, dass ich Ihnen in den nächsten Minuten einen Überblick über die Produkte von Develop und Microsoft geben darf. Apropos Microsoft. Für viele von Ihnen ist Microsoft 365 vermutlich ein wichtiger Bestandteil in Ihrer IT-Strategie. Und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Warum? Microsoft 365 ist aus dem modernen Arbeitsplatz nicht wegzudenken. Wir alle kennen Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Und in den letzten 1,5 Jahren ist mit Teams noch eine weitere entscheidende Komponente dazugekommen, die zumindest mir und wahrscheinlich allen anderen auch ermöglicht hat, in der Pandemie- und Homeoffice-Situation weiterzuarbeiten, um mit meinen Kollegen, Lieferanten, Partnern und Kunden im Austausch zu bleiben. Wir glauben, dass die Rolle von Microsoft auch in Zukunft stärker werden wird und dass es sehr, sehr sinnvoll ist, sich auch weiterhin mit Microsoft 365 zu beschäftigen und darauf zu setzen. Wir glauben, dass es im Moment zwei spannende Themen gibt, die diesem Trend weiter Aufwind geben werden. Und auf diese zwei Themen möchte ich jetzt im Folgenden einmal eingehen. Das erste Thema ist Teams. Ich habe gerade schon mal erwähnt, Teams als unverzichtbarer Motor in den letzten Monaten. Teams ist für viele der Kommunikationskanal in der aktuellen Situation. Der Anspruch von Teams ist dadurch dabei allerdings noch deutlich weiter gefasst. Microsoft platziert Teams nicht nur als Plattform für Kommunikation, sondern sieht Teams als Plattform, an dem alle Aufgaben im digitalen Arbeitsplatz zusammenlaufen. Neben der Kommunikation habe ich da auch Geschäftsprozesse und Geschäftsobjekte, die ich optimalerweise verbinde und mit denen ich optimalerweise gemeinsam zusammenarbeite. Wenn wir jetzt in die aktuelle Situation schauen, dann müssen wir allerdings feststellen, so erfolgreich sind wir da noch nicht. Eine aktuelle Studie hat ermittelt, dass 97% aller Anwender Teams ausschließlich für 1:1 Chat-Kommunikation oder 1:1 Telefonie verwenden. Es gibt also noch viel zu tun und viele Möglichkeiten. Microsoft wird die Möglichkeiten stark vereinfachen und viel mehr Wege schaffen, wie wir es schaffen, dass Arbeit in Form von Geschäftsprozessen, Geschäftsobjekten auch Einzug in Teams bekommt und dort die Arbeitswelt mit der Kommunikationswelt verschwimmt. Schauen wir uns das vielleicht einmal live an. Wir sehen hier mein persönliches Teams und wie immer, wenn ich morgens ins Büro komme, öffne ich Teams und schaue zuallererst in den Abteilungskanal hinein, sehe dort, was es Neues bei meinen Arbeitskollegen gibt und prüfe dann die Chat-Nachrichten. Ich habe hier eine Nachricht von meinem Kollegen Manfred Oberbauer, die beantworte ich kurz. So, jetzt habe ich mich informiert, habe mit meinen Kollegen gesprochen. Irgendwann muss ich aber vielleicht auch mal arbeiten, an Prozessen teilnehmen. Ich habe heute schon die Möglichkeit, innerhalb von Teams auf Workflow-Aufgaben zuzugreifen, die mir via Power Automate zugestellt worden sind. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel eine eingehende Aufgabe für die Prüfung eines Vertrages. Ich sehe wichtige Eckpunkte zum Vertrag, habe die Möglichkeit, in den Vertrag abzuspringen und kann die Aufgabe bearbeiten und den Vertrag so freigeben. So habe ich bereits innerhalb von Teams am Geschäftsprozess, am Workflow teilgenommen und habe neben Kommunikation auch mit einem Vertrag gearbeitet. Wir glauben, dass man das aber noch deutlich weiterziehen kann. Über Apps lassen sich auch noch viel, viel mehr Interaktionen in Teams integrieren und so mit Kommunikation verbinden. Um einmal die Möglichkeiten darzustellen, haben wir einen Prototypen für eine mögliche zukünftige Develop-App hier integriert und wir finden diese App jetzt hier am linken Bildschirmrand. Wenn ich diese App aufrufe, dann sehe ich innerhalb von Teams direkt integriert Workflow-Aufgaben, Vertragsaufgaben, Aufgaben aus der Rechnungsverarbeitung und ich habe die Möglichkeit, auf bestehende Akten zuzugreifen. Über die Schnellsuche finde ich Akten, die für mich relevant sind und zu guter Letzt habe ich auch aus Teams heraus die Möglichkeit, neue Objekte zu stellen und so neue Inhalte in das System hineinzubringen.
So muss ich Teams nicht mehr verlassen. Ich kann innerhalb von Teams auf Kommunikation zugreifen und auf meine Geschäftsobjekte, die wir im Develop-Kontext vorhalten. Wie schön wäre es aber, wenn ich das Ganze noch weiter treiben könnte. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich kann am Workflows teilnehmen, ich kann mit Dokumenten arbeiten. Was ist denn, wenn ich eine Akte öffne oder eine Rechnung und eine Frage habe? Und ich möchte zum Beispiel meinen Kollegen Markus Bütterhoff einmal ganz konkret fragen, was es denn mit dem bestimmten Dokument auf sich hat, oder ich brauche eine Meinung von ihm. Auch da kann unsere App Ihnen weiterhelfen und die Dokumentenmanagement-Objekte in den Chat integrieren. Ich habe jetzt zum Beispiel einmal den Chat geöffnet, ich schreibe den Markus Bütterhoff an und ich habe hier die Möglichkeit, in die Nachricht sofort die letzten Akten, die letzten Dokumente, die letzten Verträge, mit denen ich gearbeitet habe, einzufügen. In diesem Fall mache ich das einmal mit einer Bestellung von unserem Lieferanten Mason & Tyler und ich ergänze das Ganze um eine konkrete Frage. Mein Kollege Markus kann jetzt gemeinsam mit mir auf diese Akte schauen und wir können uns über die Chat- oder Telefoniemöglichkeiten dazu schnell austauschen. So verschmelzen die Kommunikationsmöglichkeiten von Teams mit den Prozessen und Geschäftsobjekten, die wir über Develop for Microsoft 365 ergänzen. Und Arbeit wird deutlich einfacher und schneller. Für das zweite Thema möchte ich Aristoteles bedienen. Ihm wird ein Zitat nachgesagt, worin es heißt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und wenn wir auf Microsoft 365 schauen, da muss man sagen, da sind sehr, sehr viele Teile. Ich hatte erst schon mal aufgezählt. Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams, dazu kommen SharePoint, Yammer, Power Apps, Power BI und so weiter und so fort. Diese Liste lässt sich noch sehr, sehr lange fortsetzen, bis es irgendwann selbst für geübte Experten schwer wird, auseinanderzuhalten, welches Produkt ich eigentlich für welche Aufgabe nehme und welche Tätigkeit überschneidungsfrei wo am besten abgebildet wird. Dabei könnte es doch eigentlich so einfach sein. Ich will nur meine Arbeit erledigen, Prozesse beschleunigen. Microsoft hat in den vergangenen Monaten neue Produkte veröffentlicht, die unter dem Namen Viva laufen. Und mit Viva schlägt Microsoft nun einen anderen Weg ein. Diese Produkte stellen nicht einfach nur eine weitere Funktion in diesem Baukasten bereit, sondern sie bündeln die vorhandene Funktion und konzentrieren sie, damit Anwender ganz konkrete Probleme lösen können. Mit Viva Connections wird die Kommunikation im Unternehmen und zwischen Kollegen vereinfacht. Mit Viva Topics werden Inhalte aus dem Microsoft 365-Umfeld analysiert und es werden automatisch Seiten zu spezifischen Themenstellungen im Unternehmen erstellt und so ein unternehmensinternes Wikipedia generiert. Das hilft neuen Mitarbeitern, sich einzuarbeiten, aber in großen Organisationen kann es auch langjährigen Kollegen helfen, sich schnell zurechtzufinden. Viva Learning bietet Unterlagen und Möglichkeiten, digitale Weiterbildungsangebote wahrzunehmen. Und Viva Insights unterstützt bei den Herausforderungen der Corona-Pandemie. Viele Kollegen klagen über Stress und Probleme abzuschalten. Insights gibt praktische Hinweise, wie ich meinen Arbeitsalltag besser strukturieren kann. Und wenn gewünscht, kann Viva Insights mir auch einen Hinweis geben, wann es Zeit für eine Pause ist. All das adressiert ganz konkrete Probleme, die Mitarbeiter in Unternehmen haben und die konkrete Lösungen bieten. Jetzt habe ich ein paar Minuten über Microsoft gesprochen und stellen uns vielleicht die Frage, was hat das Ganze mit Develop zu tun? Warum beschäftigen wir uns eigentlich damit? Wir setzen bei der Develop for Microsoft 365 Produktlinie auf die Microsoft-Plattform. Wir gehen ganz stark davon aus, dass das eine fantastische Plattform ist, die extrem viele Mehrwerte bietet. Und wir glauben auch, dass diese Plattform in der Zukunft an Relevanz zunehmen wird. Wir glauben, dass es für Unternehmen attraktiv ist, Dokumente in Microsoft 365 zu speichern, zu verwalten und dort auch, wenn gewünscht, revisionssicher aufzubewahren. Für Anwender hat es einen großen Vorteil, wenn sie DMS
Alltagsszenarien in dieser Welt integrieren. Sie können sich in der gewohnten Umgebung bewegen und müssen nicht sich an neue Oberflächen und Systeme gewöhnen. Und für Sie als IT-Abteilung hat das ebenfalls einen großen Vorteil. Sie setzen bei dem Betrieb auf professionelle Softwaredienste, die von Microsoft und Develop betrieben und weiterentwickelt werden. Ihr vorhandenes Know-how in Ihrem IT-Team im Bereich Microsoft 365 können Sie auch für Dokumentenmanagement-Themenstellungen nutzen. Und Microsoft 365-Themen besitzen eine hohe Anwenderakzeptanz. Deswegen fällt es deutlich leichter, neue Systeme im Unternehmen einzuführen und in die Nutzung zu bringen. Develop kombiniert die vielfältigen Technologien von Microsoft 365 mit dem Dokumentenmanagement, Spezialwissen, was wir in fast 30 Jahren erworben haben, und den Spezialfunktionalitäten, die wir hier entwickeln. Wir haben uns von der Philosophie im Grunde genommen von Microsoft Viva orientiert und kombinieren das Beste aus beiden Welten und stellen so sicher, dass Mitarbeiter optimal arbeiten können und bei ihrer Arbeit unterstützt werden. Auf dieser Plattform bieten wir 3 Produkte, 3 Services, die ganz konkrete Probleme lösen und die Sie schnell bei sich installieren und einführen können. Das erste Produkt unterstützt Sie bei der Verwaltung von digitalen Akten. Das zweite ist eine digitale Rechnungsverarbeitung. Und das dritte hilft Ihnen beim Bereich des Vertragsmanagements. Schauen wir nun vielleicht einfach mal in die einzelnen Produkte rein und verschaffen uns einen Überblick. Beginnen möchte ich mit dem Thema digitale Akten. Develop Documents von Microsoft 365 ist die Lösung, um Dokumente zentral im SharePoint Online vorzuhalten. Über die Erfassungskomponenten und ERP-Schnittstellen von Develop wird es Ihnen sehr, sehr einfach gemacht, viele Papierdokumente schnell zu digitalisieren und richtig abzulegen. Und aber auch Dokumente, die im ERP-Kontext entstehen, übernehmen wir automatisch nach SharePoint Online, speichern diese an der richtigen Stelle mit den richtigen Metadaten. Dabei können Anwender den Komfort genießen, den sie auch aus Microsoft 365 heute schon gewohnt sind. Dokumente können mit mehreren Kollegen gleichzeitig bearbeitet werden. Sie haben die Möglichkeit, mit Power Automate Geschäftsprozesse zu realisieren und mit Power Apps Formulare zu gestalten. Develop unterstützt Sie dabei, auch in großen Dokumentenbeständen mit vielen tausend oder vielen Millionen Dokumenten schnell die richtigen Belege wiederzufinden. Das machen wir zum einen über digitale Akten. Digitale Akten fassen Dokumente kontextbezogen zusammen und bieten Ihnen schnell einen Überblick über alle relevanten Informationen zu einem Geschäftsvorfall. Das könnte zum Beispiel eine Kundenakte sein, eine Lieferantenakte oder eine Bestellakte. Die Bestellakte enthält dann zum Beispiel alle Dokumente von der ersten Anfrage beim Lieferanten bis zur abschließenden Eingangsrechnung. Sie kennen das wahrscheinlich aus Ihrem Büro, aus der Papierwelt. Akten können für unterschiedlichste Anwendungsfälle genutzt werden. Neben den gerade genannten Aktenarten können Sie damit auch Dokumente rund um Ihre Maschinen, Produkte, Gebäude, Mitarbeiter oder QM-Prozesse zusammenfassen, strukturieren und übersichtlich darstellen. In den vergangenen Monaten haben wir das Produkt noch stärker vom Anwender her gedacht. Und eine Botschaft, die wir mitgenommen haben, ist, dass die Integration in führende Systeme extrem wichtig ist. Ein System, was dabei immer vorgekommen ist, ist Outlook. Und Outlook ist der Kanal, über den heute die allermeisten Dokumente in das Unternehmen reinkommen und die natürlich dann auch zeitnah korrekt abgelegt werden sollen. An dieser Stelle unterstützt sie unsere Outlook-Integration und das möchte ich mir einmal gemeinsam mit Ihnen anschauen. Wir haben jetzt hier meinen Outlook-Posteingang und ich habe eine Mail bekommen von einem Lieferanten. Die Mail kann ich mir natürlich anschauen. Ich möchte diese Mail aber jetzt ablegen, weil sie für später und auch für meine Kollegen relevant ist. Hierbei unterstützt mich die Suchhilfe und die erkennt, dass in der E-Mail eine vorhandene Bestellnummer referenziert wird
Und anhand dieser Informationen zeigt mir das System ganz automatisch am rechten Bildschirmrand die entsprechende Bestellakte an. Ich habe nun die Möglichkeit, dass ich Zugriff auf die Bestellakte habe und wenn ich das Dokument ablegen möchte, dann kann ich es einfach per Drag and Drop in den entsprechenden Knoten fallen lassen und so das Dokument im SharePoint Online speichern. Das System übernimmt dabei automatisch Metadaten von der E-Mail und Metainformationen aus der Struktur und stellt so sicher, dass ich das Dokument über die Struktur wiederfinde, meine Kollegen aber auch. Als nächstes ist es aber auch relevant, dass ich mit Dokumenten arbeite. Ich habe nicht nur eingehende Informationen, sondern manchmal bin ich gerade in Outlook und suche ein Dokument. Auch hierfür kann ich unsere Outlook-Integration nutzen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel in den Favoriten die Kundenakte oder Lieferantenakte von Möbel Meller gefunden und ich sehe nun in den Dokumenten alle Eingangsrechnungen. Wenn es zu viele Eingangsrechnungen sind, um schnell einen Überblick sich zu verschaffen, kann ich die Metadatensuche nutzen und schnell anhand des Belegdatums einschränken, welcher Beleg für mich relevant ist. Ich habe dann die Möglichkeit, dass ich den Beleg öffne oder mal eben einen Link an meine Kollegin schicke. So kann Arbeit aus Outlook heraus deutlich vereinfacht werden. Ein weiteres wichtiges System, mit dem Anwender immer wieder zu tun haben, ist das ERP-System. Und mein Kollege Markus Bütterhoff wird morgen in dem Vortrag zur Dynamics 365-Integration nochmal detailliert auf die Möglichkeiten der Interaktion zwischen Dynamics und Microsoft 365 eingehen. An dieser Stelle möchte ich einmal zeigen, wie wir uns in die SAP-Welt integrieren. Natürlich können wir auch aus SAP heraus Dokumente automatisch in SharePoint ablegen, an der richtigen Stelle, mit den richtigen Informationen, ohne dass ein Anwender sich Gedanken machen kann. Aber ich habe auch aus SAP heraus die Möglichkeit, Dokumente zu öffnen und Akten einzusehen. Wir sehen das hier mal am Beispiel einer ganz konkreten Debitorentransaktion. Innerhalb dieser Transaktion habe ich den Zugriff auf Develop-Objekte und hier auf die Develop-Kundenakte. Und wir sehen nun am rechten Bildschirmrand alle Informationen zum Debitoren Mason Tyler. Ich kann mich durch die Aktenstruktur bewegen und hier jetzt zum Beispiel am Beispiel von Schriftverkehrsdokumenten eine wichtige E-Mail öffnen und so die Informationen einsehen. Das Ganze ist sofort auf einen Blick verfügbar, ohne dass ich SAP verlassen muss. Und ich kann in SAP weiterarbeiten, wenn ich alle richtigen Informationen für mich hier rausgezogen habe. Auch so wird Arbeit beschleunigt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Szenarien, wo ich nicht in Outlook bin, wo ich nicht in einem ERP-System bin und wo ich vielleicht auch gar nicht in eine Aktenstruktur eintauchen möchte, weil ich genau weiß, was für ein Dokument ich suche. Ich muss es nur in meinem riesigen Dokumentenbestand finden. An dieser Stelle gibt es nun eine neue Funktionalität und wir ermöglichen es heute mit unserer digitalen erweiterten Suche schnell anhand von Metadaten und Eigenschaften Belege zu finden. Wir sehen das hier jetzt einmal und ich habe hier die Möglichkeit, dass ich anhand eines Stichwortes oder des Inhaltstypen schnell alle relevanten Belege aus dem gesamten Dokumentenbestand sichtbar machen kann. In diesem Beispiel habe ich einmal nach Lieferantenschriftwechsel gesucht und ich finde die Dokumente, die dazu passen, übersichtlich in einer Tabelle und anhand der Eigenschaften kann ich die passenden Treffer sortieren und mir einen Überblick verschaffen. Die Eigenschaften kann ich aber auch nutzen, um nochmal konkret zu filtern und die Treffermenge einzuschränken. Und in diesem Fall nutze ich zum Beispiel eine Stichwortsuche Meller und ich lasse mir jetzt alle Lieferantendokumente anzeigen, bei denen das Stichwort Meller enthalten ist. Über die Dokumentvorschau kann ich die verbliebenen Dokumente mir nun einfach anschauen oder in die Strukturansicht abspringen, um mir die Dokumente in der Aktenansicht anzeigen zu lassen und dort weiterzuarbeiten. Wir glauben, dass wir damit tolle Werkzeuge haben, um Ihren Dokumentenbestand zu verwalten. Wir helfen dabei, Suchzeiten zu reduzieren und Transparenz zu ermöglichen.
Kommen wir zum zweiten Thema, der Eingangsrechnungsverarbeitung. Sie haben das vielleicht gerade schon in dem Vortrag von meinen Kollegen Sebastian Evers und Rainer Hehmann gehört. Develop Invoices ist die Lösung von Develop, um Eingangsrechnungen zu verarbeiten. Und mit Develop Invoices von Microsoft 365 bringen wir dieses Produkt in die Microsoft-Welt. Wir ermöglichen Ihnen, dass Dokumente schnell erfasst werden, verarbeitet werden, bis hin zur Buchung der eingehenden Rechnung. Dabei ist der Ablauf ganz einfach und wir ermöglichen Ihnen, dass Sie Vorgangskosten reduzieren können, den Prozess beschleunigen, Transparenz erhöhen und regulatorische Anforderungen einhalten können. Schauen wir uns das Ganze einfach mal am praktischen Beispiel an. Wir sehen hier die Develop-Erfassungskomponente, die darauf ausgelegt ist, Papierdokumente sehr schnell zu digitalisieren und online verfügbar zu machen. Dabei können wir eingehende Rechnungen ganz einfach auf einen Stapel legen und einscannen. Das System erkennt automatisch, wann ein neues Dokument beginnt und wann es eins aufhört. In der Erfassungslösung habe ich nochmal die Möglichkeit, eine Qualitätskontrolle vorzunehmen, um dann das Ganze abzuschließen und Dokumente in SharePoint Online zu speichern. Digital eingehende Informationen, die zum Beispiel via E-Mail kommen, können natürlich auch vollautomatisch im SharePoint Online gespeichert werden. Arbeiten Sie mit X-Rechnungen oder Zugpferdrechnungen, ist das auch kein Problem. Diese Dokumente können wir ebenfalls genauso erfassen und verarbeiten. Im nächsten Schritt werden die sicher gespeicherten Rechnungen von der Develop KI verarbeitet. Wir erkennen automatisch, wer der Lieferant ist, wie wichtige Informationen auf dem Beleg aussehen und machen diese strukturiert verfügbar. Auf Basis der Informationen kann Sie das System zum Beispiel darauf hinweisen, wenn wichtige Informationen, die gemäß des Umsatzsteuergesetzes vorhanden sein müssen, fehlen. Wir prüfen auch, ob die Rechnung vielleicht schon mal eingelesen wurde und ob es sich um eine Doublette handelt. Wenn Sie möchten, können wir die Daten auch mit Ihrem Bestellsystem und mit Ihrem Wareneingang verbinden und so abgleichen, ob die Rechnung mit Bestellung und Wareneingang übereinstimmt. Dann haben wir die Möglichkeit einer Dunkelverbuchung. Gibt es Abweichungen oder gibt es keine Bestellinformationen, können wir im nächsten Schritt den Prüf- und Freigabe-Workflow starten, um so unternehmensintern klären, ob die Rechnung genauso bezahlt werden soll. Wir sehen jetzt hier einmal das Rechnungscockpit. Über dieses Cockpit habe ich Zugriff auf alle Workflow-Aufgaben, die mir das System zustellt. Ich hatte gerade gesehen, ich hatte eine Rechnung gescannt, wo das Wort Forum drin vorkam und ich sehe jetzt hier in meinen Workflow-Aufgaben genau diese Rechnung und mit einem Klick kann ich die Aufgabe öffnen. Auf der rechten Seite sehe ich den Rechnungsbeleg, genauso wie ich ihn eingescannt habe. Und auf der linken Seite sehe ich die Metadaten, die das System gerade automatisch erkannt hat und ausgelesen hat. Mit den Kopf- und Positionsdaten kann ich jetzt arbeiten, die gegebenenfalls ändern oder ergänzen. In diesem Fall ergänze ich einen sachlichen Prüfer für die einzelnen Positionen und gebe somit manuell an, wer als nächstes an der Rechnungsprüfung beteiligt werden soll. Ich habe aber auch Zugriff auf Wertemengen, die aus dem ERP-System herauskommen, wie zum Beispiel Kostenstellen oder Sachkonten. Über die Kommentarfunktion besteht die Möglichkeit, dass ich nachfolgenden Bearbeitungsschritten nochmal einen Hinweis mitgebe und so die Verarbeitung vereinfache. Über den Absprung in die Lieferantenakte besteht die Möglichkeit, dass ich mir den gesamten Vorfall anschaue. Ich habe die Möglichkeit zu sehen, welche Informationen möglicherweise zur Rechnung geführt haben und ich kann auch weitere Belege hinzufügen, die bei der Prüfung relevant sind und so für meine Kollegen hilfreich sind. Abschließend klicke ich auf Weiter und die Workflow-Aufgabe ist für mich abgeschlossen. Ich kann mich jetzt anderen Dingen widmen und meine reguläre Arbeit fortsetzen. Das System kümmert sich darum, dass der Beleg zum nächsten Bearbeiter geschickt wird und dass auch kein Beleg liegen bleibt. Über eine eingebaute Erinnerungs- und Eskalationsfunktion stellen wir sicher, dass der Beleg schnell weiterverarbeitet wird. Wir haben im letzten Jahr die Möglichkeiten für die Ablaufsteuerung deutlich erweitert. Mehrstufige Freigabeverfahren, die abhängig von Rechnungsbeträgen sind, oder aber eine Vertreterregelung sind überhaupt kein Problem und lassen sich im Produktstandard hinterlegen.
Mit Develop Invoices von Microsoft 365 haben wir so die perfekte Lösung, um Prozesskosten zu reduzieren, Geschwindigkeiten zu erhöhen und Transparenz im Unternehmen sicherzustellen. Als nächstes möchte ich auf das Thema Verträge eingehen. Develop Contracts von Microsoft 365 hilft mir, Verträge im Unternehmen zentral zu verwalten und wieder auffindbar zu machen. Das System schafft Sicherheit, indem Zugriffsrechte auf Verträge zentral verwaltet und sichergestellt werden. Und das System schafft Sicherheit, indem Fristen kontrolliert werden und ich rechtzeitig vor einem Kündigungsstichtag erinnert werde und so eine bewusste Entscheidung treffen kann, ob ich einen Vertrag verlängern möchte oder nicht. Das System schafft auch Transparenz, indem Verträge standortübergreifend zugegriffen werden können. Einzelheiten eines spezifischen Vertrages sind auf einen Blick sichtbar. Und zu guter Letzt habe ich über die erweiterte Suche die Möglichkeit, mir alle Verträge zu einem bestimmten Thema oder Verträge mit bestimmten Eigenschaften schnell anzeigen zu lassen und dort eine Übersicht zu bekommen. Und als drittes hilft mir das System auch, schneller zu werden und einfacher arbeiten zu können. Wir unterstützen Anwender bei der Anlage eines neuen Vertrages und bei der Erstellung von Vertragsdokumenten. Und das möchte ich einmal mir gemeinsam mit Ihnen anschauen. Wir sind jetzt hier im Vertragsmanagement und ich sehe auf der Startseite Absprungmöglichkeiten in die wichtigsten Funktionen. Über die Schnellsuche kann ich vorhandene Verträge öffnen und über den Aufgabenbereich habe ich Zugriff auf meine Aufgaben, die im Kontext Vertragsmanagement vorhanden sind. Mein Kollege Matthias Müller hat mir gerade eine E-Mail geschickt und mich gebeten, dass ich für ihn einen neuen Vertrag anlege. Das mache ich mit unserem Anlageassistenten. Der unterstützt mich dabei, schnell und einfach die wichtigen Daten ins System einzubringen. Ich ziehe als allererstes die E-Mail per Drag and Drop in das System und lege diese E-Mail so sauber im System ab. Das hilft mir außerdem dabei, die wichtigen Angaben im Anlageassistenten korrekt zu erfassen. Es handelt sich um einen Kundenvertrag. Wir haben einen Neukunden für das Thema Vertragsmanagement für Microsoft 365 gewonnen. Der Kunde, die Firma Möbel Meller, ist bereits in unseren Stammdaten und deswegen kann ich ihn direkt auswählen. Intern hängt der Vertrag in der Abteilung Vertrieb und mein Kollege Matthias Müller ist verantwortlich für diesen Vertrag. Im zweiten Schritt leitet mich der Assistent nun in die Vertragsdetails. Diese sind spezifisch für Kundenverträge und ich kann jetzt hier angeben, dass es sich um ein Cloud-Angebot handelt. Die Sprache des Vertrages soll auf Deutsch sein und wir möchten mit dem Kunden erweiterte Servicezeiten vereinbaren, jedoch keine Vertragsstrafen. Im Laufzeitbereich habe ich nun die Möglichkeit anzugeben, wann der Vertrag beginnen soll, wie lange der Vertrag läuft. In diesem Fall soll der Vertrag 48 Monate laufen und sich automatisch um 12 Monate verlängern, wenn ich nicht 3 Monate vor Vertragsende kündige. Das System erinnert mich an anstehende Fristen und so kann ich das hier nochmal hinterlegen, dass ich 4 Wochen vor dem Kündigungsstichtag eine Benachrichtigung vom System erhalten möchte. Damit habe ich die Vertragsakte schon vollständig angelegt. Die Akte ist nun im System für mich und meine Kollegen wieder auffindbar und auch die E-Mail ist einzusehen. Mit der Akte kann ich aber natürlich jetzt noch weiterarbeiten. Ich finde sie unter den zuletzt bearbeiteten Verträgen und rufe sie sofort wieder auf. Ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich weitere Informationen ergänze. Ich habe zum Beispiel hier die Funktion, dass ich Aufgaben anlege und so kenntlich mache, dass ich oder ein Kollege von mir etwas tun soll. In diesem Fall möchte ich eine Verknüpfung anlegen. Es handelt sich um einen Nachfolgevertrag und ich möchte andere Menschen darauf hinweisen, dass es einen entsprechenden Vorgängervertrag im System gibt. Diesen Vertrag finde ich ganz einfach und kann das hier mit 2 Klicks anmerken. Im nächsten Schritt möchte ich ein Dokument erstellen. Bis jetzt ist da nur eine E-Mail, nichts, was man unterschreiben kann und was irgendwie einen rechtlich gültigen Charakter hätte. Und an dieser Stelle haben wir schon etwas länger die Möglichkeit, dass Sie zentral verwaltete Vorlagen nutzen und diese Ihren Mitarbeitern bereitstellen. Jetzt neu haben wir auch eine Integration in ein spezielles Vorlagenmanagementsystem geschaffen, hier das System von der Firma Docs42.
Das ermöglicht mir, dass ich jetzt eine Docs42-Vorlage wähle, die deutlich individueller auf meine Anforderungen, auf meinen Vertrag und auf diesen konkrete Vertragsakte eingeht. Während ich jetzt hier auf den Anlageprozess klicke, verbindet sich Docs42 mit der Vertragsakte, wertet die Eigenschaften aus und erstellt genau das passende Dokument. Wir sehen das jetzt auch in einer Sekunde rechts in der Akte und können entnehmen, dass es wie gewünscht einen deutschen Vertragsentwurf für ein Cloud-Produkt gibt. Es wurde automatisch der Lieferant übernommen und unter den individuellen Vereinbarungen finde ich einen Textbaustein, der die erweiterte Servicezeit konkretisiert und die Mindestvertragslaufzeit von 48 Monaten finde ich ebenfalls im System. Natürlich kann ich den Vertrag jetzt mit der Office-Integration direkt in Word weiter bearbeiten, mit meinen Kollegen oder auch mit meinem Vertragspartner, wenn ich das möchte. Und natürlich kann ich diesen Vertrag auch direkt über unsere Sign-Komponenten unterschreiben oder über den Unterschriftenumlauf mehrere Kollegen und auch hier meinen Vertragspartner digital in die Unterschrift bringen und so den Prozess rechtsgültig abschließen. Ich glaube, dass das tolle Möglichkeiten sind, mit denen wir Verträge erstellen können, indem wir sie unterstützen, einfach Verträge abzulegen. Jetzt habe ich ganz viele Verträge in meinem System und möchte Auswertung, möchte diese Daten nutzen und möchte daraus Erkenntnisse ziehen. Und an dieser Stelle haben wir jetzt mit unserem App-Builder der Firma Amexus ein Reporting-Paket geschaffen, mit dem wir das Vertragsmanagement erweitern können. Ich springe jetzt hier von der Startseite direkt in ein spezialisiertes Reporting ab und während im Hintergrund der Datenbestand analysiert wird, sehen wir jetzt in einer Sekunde eine Übersicht zu meinem gesamten Vertragsbestand. Ich kann hier entnehmen, wie viele Verträge ich in welchen Vertragsarten, in welchem Status habe und wer die relevanten Vertragspartner sind. Zum einen hinsichtlich der Anzahl der Verträge, aber auch hinsichtlich des kaufmännischen Volumens. So finde ich sehr schnell die Vertragspartner, mit denen ich große Verbindlichkeiten habe. Darüber hinaus kann ich noch weiter hineingehen. Ich habe die Möglichkeit, auch den Zahlplan einzusehen, wenn ich das möchte, und so zu entnehmen, wie sich Zahlungen über den Zeitverlauf entwickeln. Ich kann ebenfalls Kündigungsstichtage und Fristen mir über den Zeitverlauf anschauen und auch hier einen Überblick verschaffen, wann was ansteht. In allen Masken habe ich die Möglichkeit, einen sogenannten Drilldown vorzunehmen und hier zum Beispiel auf die Verträge des Vertragspartners Hafen City einzuschränken. Und natürlich habe ich die Möglichkeit, mir auch anzuschauen, welche Verträge ganz konkret hinter diesen Ansichten stecken und ich kann das nutzen, um damit weiterzuarbeiten. Develop Contracts für Microsoft 365 ist eine perfekte Lösung, um Sicherheit, Transparenz und Effizienz in Ihr Vertragsmanagement zu bringen. Ich glaube, es ist eine sehr gute Entscheidung, dass Sie sich mit Microsoft 365 beschäftigen und damit auseinandersetzen. Ich glaube auch, dass es eine sehr gute Entscheidung ist, wenn Sie Ihr Microsoft 365 mit Develop von Microsoft 365 kombinieren und so eine sehr mächtige Plattform für die Arbeit im digitalen Arbeitsplatz verbinden mit den Dokumentenmanagement-Funktionalitäten und dem Spezialwissen der Develop, um so Ihr tägliches Arbeitsleben deutlich zu vereinfachen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mich über die verschiedenen Wege kontaktieren. Dankeschön.